Typ der Geschichte, freie Arbeit. One-Shot. FSK-Rating 12, Genre Trash. Und Grüße gehen raus an den Autor Strawberry. Der Mülleimer. Feuer brannte durch meine Adern. Der Kieselstein lag im Weg, deshalb kickte ich ihn einige Meter von mir weg, weshalb er sogleich explodierte. Jemand pinnte einen Zettel an eine Pinnwand vor dem Restaurant. Ich ging hin, oder schwebte ich? Ich riss das Stück Papier ab. Irgendwie machte mich sein bloßer Anblick aggressiv und schmiss ihn daher in den Müll. Doch der Mülleimer nahm mir dies übel und fing an, Tango zu tanzen. Ich schlenderte an dem Tango tanzenden Mülleimer vorbei und schenkte ihm keine Beachtung mehr, weshalb er todtraurig wurde und sich das Leben nahm, indem er sich rollte und schließlich umkippte. Deshalb sollte man Mülleimer niemals umschmeißen. Ich lief meinen Weg weiter, doch ein Vogel kackte mir auf den Kopf. Ich verschmierte den Vogelkot auf meinen Haaren, dadurch sollen sie noch seidiger aussehen. Ich war auf der Jagd nach Springmäusen. Sie sind aber nicht leicht zu kriegen, da sie springen können und ich nicht. Ich wurde in meiner Kindheit traumatisiert. Damals wollte ich Kekse aus einem Schrank holen, der mir viel zu hoch war, deshalb sprang ich und bekam die Keksverpackung nicht zu greifen. Das hat mich so traumatisiert, dass ich nicht mehr in der Lage bin zu springen. Leider stellte ich in einer Bibliothek fest, dass Springmäuse schon längst ausgestorben seien. Das zog mir den Boden unter den Füßen weg und schlitterte wie auf einer Rutsche den Abgrund hinab, doch da landete ich auf einem Elefanten. Er war pink und orange angemalt. Da war wohl ein eifriger Künstler am Werk. Doch diese Elefanten waren nicht gerade begeistert von mir und zogen mich mit ihrem Rüssel in sich auf. Jedoch blieb ich stecken und musste zudem dringend auf Klo. Ich kaute ein paar Zimtblätter, um meine Blase zu beruhigen. Doch durch meinen jetzigen Minzatem wurde der Elefant wie benebelt, ließ mich los und krachte in sich zusammen. Dabei entstand eine riesige Staubwolke. Ich musste husten und wanderte ewig durch diese Wolken. Ich vernahm plötzlich einen Schatten, der schnell an mir vorbeisauste. Vielleicht ist das ein Taxi. Ich blieb stehen und rief nach einem Taxi, doch es kam keiner. Ein kräftiger Windstoß sorgte dafür, dass die Staubwolke verflog. Ich konnte nun endlich klar sehen. Ich saß auf einem Thron. Vor meinem Thron wimmelten sich in leidenschaftlicher Lust weibliche Wesen und berührten sich gierig an ihren intimsten Stellen. Ich grinste zufrieden und strich über meine entblößte Brust. Ich bin Gott. Outtakes. So ein kurz. Dieses Geräusch, das ist einfach mein PC, dafür kann ich nichts. Der Kieselstein lag Feuer. Irgendwie machte mich sein bloßer Anblick komplett Dabei entstanden einige riesige Was?